Ich sehe einen Mensch, der etwas älter ist, der einen interessanten Blick hat, der einen intensiven Blick hat, der einen traurigen Blick hat, der einen lächelnden Blick hat. Aber ich werde Ihnen nicht sagen, dass ich sowas sehe wie Traurigkeit, Erschöpfung, Konzentrationslager, Vernichtung oder sonstiges, weil das würde ich mir niemals anmaßen, weil letztendlich ich sehe einen Menschen, dem bin ich begegnet und der ist für mich in dem Moment wunderschön. Ich heiße Luigi Toscano, ich bin 52 Jahre alt und ich bin der Initiator des Projektes gegen das Vergessen. Das Konzept ist eigentlich sehr einfach. Ich mache nichts anderes wie Überlebende des Holocaust zu porträtieren und deren Bilder im öffentlichen Raum auszustellen. Die erste quasi in meinem Projekt, das war Susan Czerniak-Spatz. Es war eine Frau, die Auschwitz überlebt hat und die hat ganz grauenvolle Sachen erlebt. Und diese Frau hat mir gesagt, Luigi, wenn wir die Vergangenheit vergessen, sind wir verdammt, sie zu wiederholen. Das ist übrigens ein Zitat von einem südamerikanischen Philosophen, Santayana. Und sie hat mich darum gebeten, bitte sag es jedem, den du begegnest, der nach diesem Projekt fragt. Wenn wir die Vergangenheit vergessen, sind wir verdammt, sie zu wiederholen. Und ich glaube, dieser Spruch, der passt gerade ganz gut in unsere heutige Zeit. Und deswegen ist er mir auch so wichtig geworden in den letzten 10 Jahren. Ich hatte natürlich jetzt in den letzten Jahren das Riesenglück, dass ich wirklich an prominenten Orten sein durfte, wie zum Beispiel bei den Vereinten Nationen in New York oder an so Orten wie Leipzig am Hauptbahnhof oder auch jetzt hier, wie bei euch, jetzt in Dresden an der Frauenkirche, was für mich eine ziemlich große Bedeutung hat, muss ich zugeben. Viele Menschen, die an den Bildern also rankommen und dran vorbeigehen, das Erste, was sie sich fragen, was bedeutet das hier? Was sind diese Menschen? Manche kommen sofort drauf, weil sie eben das Projekt schon kennen. Manche fangen an zu grübeln, zu überlegen und an den Bildern befinden sich ja so kleine Tafeln. Und diese Tafel, die sorgt so ein bisschen für Aufklärung sozusagen. Und dann habe ich eben einen Moment kreiert, entweder der Mensch befasst sich damit oder er geht weiter sozusagen. Aber ich kann Ihnen schon sagen, dass die meisten Menschen sich damit befassen wollen und dann eben auch länger sozusagen. In Deutschland erlebe ich unterschiedliche Reaktionen. Ja. Manche sind sehr betroffen. Ich habe in dieser ganzen Zeit auch unheimlich viele Menschen weinen gesehen, weil sie einfach betroffen waren. Und das ist ein Moment, da lässt man diesen Menschen auch alleine. Wir müssen tatsächlich auch selbstbewusst genug sein und zu sagen, okay, wir lernen aus den Fehlern. Weil ich habe so den Eindruck, wir Menschen, wir sind an manchen Stellen nicht besonders intelligent, weil wir tatsächlich immer wieder den gleichen Fehler machen und erwarten ein anderes Ergebnis. Das ist so mein Eindruck. Und letztendlich ist es nun mal so. Wahrscheinlich muss immer wieder was passieren, bis wir vielleicht irgendwann mal begreifen, so geht es nicht. Das Projekt ist dazu da, eben zu zeigen, diese Menschen sind noch da und sie haben uns eine Botschaft zu hinterlassen. Und was ganz wichtig ist, diese Menschen zeigen Gesicht. Und das ist für mich wahnsinnig gut.